Projekte und Programme der deutschsprachigen SCP Foundation. Projekte und Programme sind langfristig oder dauerhaft aufgestellte, aus der normalen Standorthierarchie herausgelöste Gruppen innerhalb der Struktur der deutschsprachigen Foundation. Ihre Größe und Zweck können dabei stark variieren, ebenso ihre Position in der Foundation, ihr Budget und ihre Zusammensetzung. Der Direktorenrat O4-Rat. Der Direktorenrat der deutschsprachigen SCP Foundation, inoffiziell auch O4 genannt, ist das Führungsorgan der deutschsprachigen Foundation und besteht aus 13 Standortdirektoren und Abteilungsleitern. O4 ist die höchste Instanz des deutschsprachigen Ablegers und direkt O5 unterstellt. Der Standortdirektor von Standort DE1 sitzt dem Direktorenrat vor. Der Hauptsitz befindet sich an Standort DE1. AEDF, Abteilung des Ethikkomitees. Die Abteilung des Ethikkomitees bei der deutschsprachigen SCP Foundation ist eine Delegation des Ethikkomitees der SCP Foundation, welche den deutschsprachigen Ableger überwacht und berät, Fehlverhalten bei O4 anmahnt, dem Ethikkomitee bzw. O5 direkt Bericht erstattet und geringfügige Möglichkeiten hat, direkt einzugreifen, sollten andere Mechanismen fehlschlagen. Die Personalgröße beträgt 5 Personen und der Hauptsitz befindet sich an Standort DE1. PFSAS, Programm der Foundation zum Schutz anomaler Spezies. Das Programm der Foundation zum Schutz anomaler Spezies ist ein Forschungsprojekt und experimentelles Eindämmungsprotokoll mit dem Ziel, eine möglichst humane und nicht invasive Eindämmung anomaler Spezies zu erforschen. Üblicherweise fällt, wenn eine Anomalie dem Programm unterstellt wird, auch die Projektleitung der Anomalie in die Hände von dem PFSAS angehörigen Personal. Unter dem PFSAS wird üblicherweise eine Eindämmung in freier Wildbahn angestrebt. Auffällig ist auch, dass bei intelligenten und empfindungsfähigen Anomalien keine neutralisierte Form der Kommunikation und des Berichtens gewählt wird, was sich besonders darin widerspiegelt, dass Anomalien bei Interaktion mit Namen angesprochen werden. Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet, sofern möglich in Protokollen korrekt gegendert wird, und generell progressive und nicht aggressive Eindämmungsmethoden, welche auf die Mitarbeit der Anomalie abzielen, verwendet werden. PFSMC, Programm der Foundation zum Schutz maritimer Kryptiden. Das Programm der Foundation zum Schutz maritimer Kryptiden ist ein Unterprogramm des PFSAS und auf Spezies an oder in der Nord- und Ostsee spezialisiert. Die Gruppe setzt sich lediglich aus Verwaltungspersonal zusammen, das Eindämmungsmaßnahmen für Anomalien in seinem Einflussbereich überprüft und notfalls anpasst, um eine ethisch vertretbare Eindämmung zu gewährleisten. Der Einflussbereich bezieht sich auch Standort DE7 und Standort DE18 und ihre Gruppengröße beträgt 3 bis 8 Personen. DDFSC, Delegation an Standort Concordia. Die Delegation der deutschsprachigen Foundation an Standort Concordia besteht, neben einer Stammdelegation, welche immer vor Ort ist, aus sämtlichem anderen Personal, welches dorthin gesandt wird. Da die meisten Besucher von Standort Concordia für Forschungsprojekte, Fortbildungen oder diplomatischen Austausch dort sind, herrscht in der Delegation eine starke Fluktuation. Ihre Größe beträgt 12 Personen, Stammdelegation. Geschwader 33. Das Geschwader 33 bezeichnete Programm der Foundation umfasst in das Takt LWG 33 der deutschen Bundeswehr eingebettete Kräfte, die im Ernstfall die am Flieger Horst Büchel im Rahmen der nuklearen Teilhabe gelagerten US-amerikanischen Kernwaffen im Auftrag der Foundation zum Einsatz bringen. Alle Personen des Geschwader 33 sind Berufssoldaten der Bundeswehr und gleichzeitig Agenten der Foundation. Neben den Agenten sind einige Offiziere und technisches Personal der Bundeswehr eingeweiht, teils als Schläfer, das heißt, sie verfügen über memetisch einprogrammiertes unterdrücktes Wissen. Die Foundation verwendet die als Bunkerbrecher konzipierten taktischen Atombomben B-6111 und B-6112. Im Notfall, falls die Foundation-eigenen Geschwader von Standort DE13 nicht rechtzeitig verfügbar sind, kann Geschwader 33 auch konventionelle mit dem Tornado IDS einsetzbare Waffen der Luftwaffe zum Einsatz bringen. Die Personalgröße beträgt 9 Personen plus Eingeweihte und der Hauptsitz befindet sich an Standort DE19 und Außenposten DE19b. NFDF, Nordseeflotte. Die Nordseeflotte der deutschsprachigen Foundation besteht aus Schiffen der deutschen Marine, welche von der Foundation übernommen wurden, und gegebenenfalls verdeckt bewaffnete zivile Hilfsschiffe.
Sie dienen der Überwachung und Sicherung der deutschen Gewässer der Nordsee gegen Anomalien und Interessengruppen sowie der Unterstützung der Kräfte von Standort DE7 und DE25. Die unter der Flagge der Marine fahrenden Schiffe fahren außerhalb von Einsätzen einen normalen Dienst für die Marine, um keine Aufmerksamkeit bei zivilen Kriegsschiffbegeisterten und den regulären Kräften der Marine zu erregen. Die meisten Besatzungsmitglieder wurden direkt aus der Marine rekrutiert. Es wird stets versucht, die Besatzung der Schiffe durch automatische Hilfssysteme möglichst klein zu halten. Die Koordination der Einsätze der Nordseeflotte geschieht von einem Außenposten von Standort DE7 in Wilhelmshaven aus, wo die Marineschiffe der Foundation liegen. OFDF Ostseeflotte. Die Ostseeflotte der deutschsprachigen Foundation ist wie die Nordseeflotte aus Schiffen der Marine und zivilen Hilfsschiffen aufgestellt. Da die Marine in der Ostsee kleinere Schiffe als in der Nordsee betreibt, hat die Ostseeflotte zwar mehr Schiffe, ist aber insgesamt doch kleiner. Dennoch gilt ihre Schlagkraft für die Zwecke der Foundation durch die höhere Flexibilität als höher als die der Nordseeflotte. Die Koordination der Einsätze der Ostseeflotte geschieht von einem Außenposten von Standort DE16 in Rostock aus. UFDF U-Boot-Flotte. Die U-Boot-Flotte der deutschsprachigen Foundation fährt zwar unter Flagge der deutschen Marine, fährt jedoch nicht in ihrem Dienst. Insbesondere da U-Boote leichter zu tarnen sind und Standort DE25 kein ziviles Publikum zu befürchten hat. Die U-Boot-Flotte verwendet U-Boote der Klassen 206A und 212A. Wenngleich die Klasse 206A bei der deutschen Marine keine Verwendung mehr findet und hier besondere Vorsicht bei Überwasserfahrten geboten ist.